Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt. An meiner Seite Christian Kolb, vor uns toskanische Brötchen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch dir. Muss ich sagen, du hast mir hier wieder ein tolles Produkt hingelegt. Ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen, bin ich ehrlich. Ich war so ein bisschen irritiert, was kann man noch oder was könnte man jetzt so typisch Frühlingstechnisches machen? Und irgendwie sind wir dann drauf gekommen, es muss gar nicht so richtig typisch Frühling sein, weil Toskana gehen immer. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe schon so ein bisschen vorweg hören dürfen, wo die Reise hier gleich hingeht. Es ist sehr aufwendig, hast du gesagt? Ja, also für uns jetzt mal nur gleich ein bisschen aufwendig, weil ich... Ja, für dich ja nicht, du bist ja der Profi. Für mich ist das hier... Das sind immer diese Sternchengeber. Ja. Es geht ja darum, irgendwo muss ja etwas mal vorproduziert werden. Und genau das würde ich jetzt gerne mal zeigen, dass die Zusammenstellung dieses Frühlingsgeschmacks, den wir mit dem toskanischen Brötchen ja vereinen wollen, gut vorzubereiten ist. Ich kann es gut lagern und ich kann sehr schnell immer wieder dann nachproduzieren. Und darum geht es ja eigentlich dem Anwender. Also ich bin jetzt hier nicht mit jedem Brötchen ewig beschäftigt, sondern ist ja, eine Vorproduktion haben wir immer. Und ich bin auch jetzt mal den Schritt weitergegangen zu sagen, ja, Avocado liebe ich auch. Tolle Frucht. Es gibt aber Möglichkeiten, einen sehr ähnlichen Geschmack über Brokkoli und Erbse zu erzeugen. Und deswegen machen wir den Frühling über den Brokkoli und die Erbse. Ja. Das sind zwei Frühlingsgemüsesorten, finde ich. Da ist das so satte Grün und alles das, was das Herz begehrt. Das machen wir als Creme. Das habe ich dir hier schon mal so vorbereitet. Und das ist nicht schwierig. Wir brauchen Zwiebeln, Brokkoli, Erbsen, Koriander oder Petersilie, Salz, für die Säure, was wir ja auch in einer Guacamole drin haben, Limettensaft, kann aber auch Zitronensaft nehmen. Ich finde die Limette schmackvoll und nicht so vordergründig, ist etwas harmonischer. Und dann können wir so eine wunderbare Creme herstellen. Bisschen Olivenöl noch rein und dann... Olivenöl würde ich auch noch reinmachen, klar, danke dir. Das macht es etwas cremiger, weil wir haben ja nicht diesen Fettanteil, den die Avocado hat. Super. Dann habe ich mir überlegt, was passt zum Frühling. Ich brauche ja etwas Leichtes, ich möchte es nicht zu fettreich haben. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir doch Hähnchenfleisch. Ja. Das lässt sich auch gut ersetzen durch Seitan, was man gut mariniert, auch nochmal anbrät. Dann kann man das auch ähnlich herstellen, wenn man jetzt kein Fleisch haben möchte. Und es gibt zwei Varianten und die möchte ich auch zeigen. Das ist eben das, wir zeigen jetzt wirklich mal den ganzen Vorproduktionszeitraum. Man kann es einmal aus einer gedämpften Hähnchenbrust schon machen. Dann kann ich das in großen Mengen herstellen und immer wieder nachproduzieren schnell. Und ich zeige eine Variante, die habe ich mal im asiatischen Raum kennengelernt, von der Zubereitungsart, auch vom Geschmack her. Das fand ich sehr, sehr schön. Aus rohem Hähnchenfleisch, was wir anbraten, dann kommen die Zutaten rein. Das ist wahrscheinlich für den Gast auch immer noch so ein bisschen schöner, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich meine, um da auch so ein bisschen produktiv mitzuwerden, ist diese Variante wahrscheinlich mit einer vorgedämpften... Es ist schneller. Ja, das kann ich auch so produzieren, dass es dann beispielsweise in einer dichtschließenden Box oder Vakuumbeutel gut gehalten werden kann und ich kann es sofort verarbeiten. Also es geht alles, aber es sind zwei unterschiedliche Wege. Und wir brauchen noch eine Salsa. Salsa ist bei mir Gurke, Tomate, Zwiebeln, Jalapenos oder Chilischote. Ich mag gerne ein bisschen Dill, wer es mag. Und was man sonst noch reingeben kann, ist auch Koriander oder Petersilie. Die meisten mögen den Koriander nicht, aber egal. So, okay, dann würde ich sagen, starten wir. Alles klar. Ich würde dich die Brötchen müssen jetzt leider mal zur Seite. Die gehen wir mal zur Seite, die brauchen wir gleich, wenn wir belegen. Ich würde dich bitten, dass du die Zutaten für die Creme mal zubereitest. Und ich fange parallel an die Variante Anbraten des Hähnchenfleischs und den Prozess. Und später mache ich das. Okay? Alles klar. Auf geht's. Dann los geht's. Da ist auch das Thema Hähnchenfleisch ist gar keine Frage immer ein Thema, wo man sich mit der Hygiene auseinandersetzen muss und das soll es auch so sein. Deswegen bitte ich immer separate Bretter und auch die Messer entsprechend dann direkt in die Spüle zu geben. So. Das Würfeln hat den Vorteil, dass ich nachher besser belegen kann und ich kann mehr
vorbereiten, anstatt wenn ich jetzt die Streifen so lassen würde und anbraten würde. Dann hätte ich ja immer so 2, 3 Streifen nur drauf. Das sieht nicht so schön aus auf dem toskanischen Brötchen. Deswegen bevorzuge ich hier das Würfeln. So. Ich bin hier ganz konzentriert, ich kann gar nicht mit dir sprechen. Aber Lass dir Zeit. ich höre dir gespannt zu. Du machst die anderen Zutaten bitte auch rein, alles. So. Jetzt gebe ich das rein. Brett weg, Messer weg, Schale weg. So. Das braten wir an. Parallel mache ich Zuckerschoten fertig. Darf ich dir das nehmen? Ich brauch's gleich nochmal, aber Ja, das ist okay. du bist ja schnell, habe ich gelernt, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Du bist stets bemüht. So, Zuckerschoten bringen mir den Vorteil, bitte. Danke dir. Bringen mir den Vorteil, dass ich etwas Knackiges drin habe und eine gute Süße. Das ist ja das, was ich auch immer wünsche für so ein Produkt. Wunderbar. Ja, das brauchen wir gleich. Das Fleisch rundherum anbraten. Es geht mir nicht darum, dass das jetzt komplett fertig gebraten wird. Das macht nachher eine Feuchtigkeit, die ich dazu gebe, und sonst wird es mir auch zu trocken. Das heißt, es wird nur kurz angebraten und dann geht es direkt weiter. 50 Milliliter sagtest du ungefähr, ne? Ja, so bei der Menge würde ich so 50 Milliliter reinmachen. So, kurz anbraten. Ist auch nicht wichtig, dass es überall Röstaromen hat. Wenn man möchte, kann man es machen, aber aufpassen, nicht, dass es zu trocken wird. Frühlingszwiebeln. Und das verdampfen wir jetzt. Ich glaube, ich bin vor dir fertig. Hast du alles schön Mal rein? Ja, mach noch mal ein bisschen feiner, das tut ihm ganz gut. So, die zweite Variante. Streifen schneiden. Ach, sieht schon wieder herrlich bei der da drüben aus. Ja, das ist... Meins sieht aber auch gut aus. So. Streifen schneiden. Zurück. Und jetzt gebe ich ein bisschen Pilze dazu. Das sind Ich wollte Pfifferlinge. sagen, was sind das für Pilze? Pfifferlinge, Bärlauch, Pesto oder gemahlene Bärlauch mit Öl hineingeben. Oder wenn man das nicht mag, weil es ja sehr knoblauchlastig ist, von der Aromatik her, einfach Basilikum. Geht genauso. Säure in Form von Essig oder Limette, Salz. So. Ich brauche auch da drüben ein bisschen Säure noch zusätzlich von der Limette. Ja. Wenn ich so etwas mache und ich presse sie aus, schneide ich lieber so. Weil das kann man zwar auch, aber macht keinen Sinn, weil ich will es ja auspressen. Also ist der größtmöglichste Ansatz der Auspressfläche sinnvoller. Dazugeben. So. Das hast du gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, Das machst du einfach ab, dann brauchst du es nicht halten. Das habe ich aber eine Aufgabe. gleich. Das verwenden wir gleich. Du hast es ja mal gezeigt. Willst du es mal abschmecken, bitte? Das kann ich gerne machen. Ich gebe dir hier einen Löffel. Danke dir. So. Öl. Oh, herrlich. Schön, oder? Fast ein bisschen salzig, war ich glaube ein bisschen Okay, großzügig, hast du aber ein ich glaube, bisschen zu viel? ich glaube im Verbund mit allem anderen wird das gleich richtig funktionieren. Richtig erwähnt, denn wir wollen damit ja ein recht schmackhaftes Brötchen, nämlich das toskanische Brötchen verwenden oder mit bestreichen. Und wenn ich zu mild bin, schmecke ich nichts mehr. Nee, deswegen das, was ich brauche, immer etwas überwürzt. Dill dazu.
Koriander. Muss nicht millimetergenau geschnitten sein. So, das sind jetzt alles Sachen, wo man sagt, jetzt wird es aber echt viel langsam. Nein, das ist es nicht, sondern es ist ja eine Vorproduktion. Und damit hätte ich ja nachher eine ganze Menge Möglichkeiten. Jalapenos oder Chilischote. Sieht so schön geschmeidig bei dir aus. Ja, Jeder Koch wir fährt üben stolz. das nachher. Ich glaube, da musst du noch 2, 3 Tage hier bleiben. Nein, das ist wirklich reine Übungssache. Ich sage immer, wenn es einer lernen will, Ja, das stimmt. eine Palette Champignons kaufen und dann Scheiben schneiden, dann geht das. Auch da dazu, wir haben ein pikantes Gericht auch. So, das war es hier schon, das schalte ich aus. Zum Binden Maismehl, Kichererbsenmehl, was man am besten will, aber kein normales. Ja, So, damit die Flüssigkeit gebunden wird und der Geschmack. das ist ein Geruch. So, und jetzt fertig ziehen lassen. Du siehst, du hast jetzt auch die Rüstaromen Ja. auf der einen Seite, die haben sich jetzt gelöst. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich kriege schon Hunger. Ja, das kriegen wir hin. So, du darfst es mal bitte vermengen. Ich Ja, mache die gerne. Salsa. Und dann kannst du auch schon mit dem Belegen beginnen. Ja. Und auch da ein bisschen Öl noch hinein. Ach, dieser Geruch, ne? Wahnsinn. Salsa nicht zu grob würfeln, also bitte fein, sonst kriege ich das nicht auf das Brötchen. So, eine Zwiebel. So. Das ist ganz konzentriert hier. Du kannst das Brötchen schon mal aufschneiden. Hier Ja, ist das magst du das Sägemesser. Messer rübergeben? Jetzt kriege ich wieder Ärger. So, dann brauchen wir eine Tomate. In dem Fall würde ich empfehlen, das Fruchtfleisch innen drin rauszuholen, damit es nicht zu flüssig wird. So. Das kann man für eine Soße nehmen oder man könnte es jetzt auch zu dem Fleisch hinzugeben. So. Auch die würfeln. Dann kannst du auf die eine Seite die Masse einstreichen. Ja. Wenn man es extrem fein haben möchte, dann würde ich es über einen Kutter machen und nicht über den Mixer. So. So. Schüssel. Alles rein. Schärfe mache ich über Chilischote, Chilisoße oder über Jalapenos. Ich nehme ein Stück Chili. Das Weiße sollte, also die weißen Kerne sollten rausgemacht werden. Hier unten sind die nicht, das ist der Vorteil, wenn man unten anfängt. Ach, da sind 2. So, das rein. Dill oder Koriander oder ja, Minze passt auch sehr gut. Also da ruhig frei sein von dem, was man alles machen möchte. Okay. Das kommt da drüben rein. Dann bitte von dem Hähnchensalat. Möchtest du diese oder diese Variante? Das darfst du jetzt entscheiden. Du musst hier nur abschmecken und dass es ein bisschen cremig ist. Ich glaube, wir nehmen dieses hier. Wunderbar. Ein bisschen einfacher für dich ist da drüben. So. Abschmecken, sagst du? Ja, immer abschmecken. Hast du noch einen Löffel? Gib dir noch mal einen. Bitte schön. Der Profi ist vorbereitet. So, Limette. Und das ist es schon. Das ist ein bisschen Säure. Kann man auch über Essig reingeben. Man kann auch noch ein bisschen Öl, wenn man es etwas kompakter halten möchte. Ich möchte mal das Öl klauen. Okay, Das würde dir gut schmecken. passt das? Gut, dann legst du das bitte drauf. Jetzt sind wir gleich fertig. Auf die Unterseite bitte. Ja. Dann entscheiden wir darüber, ob wir Algen oder Sprossen, entweder
Diese hier, ruhig etwas gröbere, man kann Ja. auch die Alfalfa nehmen oder hier Sojasprossen, also da bitte machen, was man möchte. Ja, super, das reicht. Auf der Variante mache ich Algen drauf, Salsa Oh, Wahnsinn. und das ist der pure Frühling. Da ist alles drin, was Knackigkeit, Frische, emotionale Geschmackserlebnisse und trotzdem nicht zu schwer. Allein die Farbkombination, ne? Das ist doch schon... Da weiß man, warum man ruhig ein bisschen mal in die Trickkiste greift und viele Komponenten, die man sonst immer nur als Gemüse verwendet, doch mal auch als Aufstrich nutzt. Drauf machen, also die Sprossen natürlich noch, entschuldige, kann man auch noch. Und das ist jetzt ein Kraftwerk von Aromatik und von Stoffwechselanregungen, die ich für meinen Frühlingsstart brauche. Lass es dir schmecken. Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Neues tolles Produkt. Wir freuen uns auf das Probieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.